Ja, von weiter zu einer neuen Folge Came Me Weit. Und ja, meine Schuhe braucht auf jeden Fall eine Ölung. Ja. Wir kommen hier zu den Links und jetzt müssen wir erstmal labern. Aha. Muss schön sein, vergessen zu können. Gut. Nehmen wir an, wir finden Antworten. Und Marianne hat dich nicht wegen deiner Frisur angegriffen. Was dann? Wir kümmern uns drum, wenn es soweit ist. Mhm. Aber das zu wissen, würde mir einfach alles bedeuten. Verstehe ich. Was ist mit Tessa? Sie war Mary Anns beste Freundin. Sollen wir sie mal fragen? Sicher. Warum nicht? Aber sei gewarnt, sie ist sehr empfindlich bei diesem Thema. Aha. Vielleicht redet sie ja mit mir. Ich war schließlich immer ihr Liebling. Ganz genau. Wahr. Aber wir müssen eh in den Laden. Zeug für die Reparaturen kaufen. Toll. 2 Möwen und ein Stück altes Brot. Weiß nicht, ob mir der Vergleich gefällt. Hör zu. Ich weiß, du willst darüber nicht mehr reden. Aber anscheinend bist du erst zufrieden, wenn wir es tun. Also reden wir. Warum denn so motzig? Ja, warte mal. Du warst Mit heute ist so los. gereizt. Ist da noch irgendwas anderes? Nein, nichts. Das glaube ich dir nicht. Ich wäre gern auf derselben Wellenlänge. Ich dachte, das wären wir auch. Wir Mhm. verkaufen das Haus so schnell es geht und bringen es hinter uns. Echt? Warte mal eben, bevor ich weitermache. Ein Mauskabel hat sich verändert. Hallo, Mauskabel, brauch dich. Willkommen bei einem professionellen YouTuber. Wir haben das Buch gefunden. Das hat alles verändert. Verstehst du das echt nicht? Du hast das Haus während der letzten 3 Jahre ignoriert. Ich dachte, du willst nicht mehr Zeit als nötig hier verbringen. Oh. Also darum geht es hier. Vielleicht. Ja. Mhm. Weißt du, dein Abschluss war vor 3 Jahren. Und wir treffen uns jetzt zum ersten Mal wieder. So ist das Leben. Es ist nicht so, dass ich dich nicht sehen wollte. Ich war nicht bereit, als Tyler hierher zu kommen. Ich wollte dich besuchen. Ich Aha. wollte bei deinem Abschluss dabei sein. Ich wollte dir einen Kuchen aus einer Backmischung backen und peinliche Fotos schießen. Ich weiß. Du hast dicht gemacht. Und als Antwort bekam ich nur Schweigen oder Ausflüchte. Echt. Ich wollte niemanden sehen. Ich hatte mit dem Testosteron angefangen. Und, oh Gott, ich hatte so fiese Akne. Meine Gefühle spielten verrückt und diese Gerüche, Allison. Diese Gerüche. Männer stinken. Ich weiß. Ich habe ein paar gedatet. Ich brauchte einfach Zeit, mit mir selbst klarzukommen, Okay. bevor ich das von jemand anderem verlange. Ergibt das Sinn? Ja, ergibt es. Also, wir haben jetzt erfahren, dass Männer stinken. Okay. Diskriminierung. Was? Also, ich dachte mir, Hm? müssen wir das Haus dann echt so schnell verkaufen? Das hatten wir schon. Wir waren uns einig, dass wir einen klaren Schnitt brauchen. Glaub mir, das weiß ich. Ich will ja überhaupt nicht lange bleiben. Nur bis wir einige Antworten haben. Und du denkst, die finden wir hier. Vielleicht nicht, Ja. aber es ist zumindest ein Anfang. Das hatten Ja. wir Antwort. Es wäre schade, wenn es wirklich etwas gäbe. Und wir entsorgen's. Wie wär's, wenn wir suchen, ohne den Verkauf zu verschieben? Wenn wir sehen, dass wir noch Zeit brauchen, sprechen wir nochmal. Okay. Also, haben wir einen Plan? Yep. Wir befragen die Leute zu Marianne. Aber wir halten uns auch an unseren Zeitplan. Wenn dir das so wichtig ist. Okay. Deal. Zeitplan. So, was können wir jetzt machen? Alice Tagebuch. Es ist Ne. lang her, seitdem ich diesen Namen gehört habe. Hab wirklich nur ich dich so genannt? Tatsächlich nicht. Hab den Namen Fireweed verwendet. Bis ich mich für Tyler entschied. Die meisten hatten kein Problem mit dem Wechsel. Nur leider nicht alle. Was meinst du?
Einer meiner Schüler wollte mich einfach nicht Tyler nennen. Er lehnte meine Hilfe ab, so wie die von allen anderen. Tut mir leid. Mir gefällt der Name Tyler übrigens. Danke. Oh ne, einen halben Roman. Wer Bock hat zu lesen, das wie anhalten. Ich lese keine Romane vor. Okay. Ein Tagebuch. Seid ja auch eigentlich geheimes Tagebuch. Und sie friert. Und, Keine schlechte Aussicht, oder? Hab ganz vergessen, wie schön es ist. Erinnerst du dich, als wir den zugefrorenen See überqueren wollten? Klar, das vergesse ich nie. Marianne hat 1 Stunde lang geschimpft. Naja, sie hatte eigentlich recht. Es war super gefährlich. Wenn wir reingefallen wären, tschüss, Kobolde. Wir sind am See aufgewachsen. Wir können dünnes Eis erkennen. naja. Können Sie auf Ihren Finger ansprechen, Ring und Sie sprechen. Schöner Ring. Von deinem Freund. Komm, ich hab dir doch gesagt, dass ich Single bin. Reit nicht drauf rum. Warum kommt er mir bekannt vor? Ist ein Geschenk von Eddie. Er ließ beide zur gleichen Zeit machen. Beide? Oh, warte. Ja, er soll angeblich mit dem verbunden sein, den er dir gab. Auf spirituelle Art. Glaubst du an sowas? Du meinst, dass wir noch auf andere metaphysische Art verbunden sind? Du weißt schon, neben der, mit der wir Gedanken und Erinnerungen teilen. Punkt für dich. Was können wir sonst noch machen? Wir können Sachen anschauen. Echt seltsam. Man vergisst bei Navi nah, das Crossing doch ist. Ich bin sicher, Marianne hat das versucht. Kannst dir nicht verübeln. Wir müssen später dort einkaufen. Bist du bereit dafür? Ja, aber ein Tag ohne Arschlöcher war echt angenehm. Nur noch ein bisschen. Dann ist jeder Tag arschlochfrei. Das ist vielleicht zu viel verlangt. Aha, okay. Können wir weiter oder können wir uns Berge noch An anschauen? so einem Ort würde ich echt gerne leben. Nur nicht hier. Da, wo es mehr Bäume als Menschen gibt? Ganz genau. Lass dir nur etwas mehr Zeit für die Planung als Marianne. Ich glaube, sie hatte mal irgendwann einen Plan. Die Überlebensausrüstung, ihr halbwegs funktionierender Generator. Ich glaube eher, sie hat einfach improvisiert. Vielleicht. Aber vielleicht auch erst gegen Ende, als sie durchgedreht ist. Aber sonst ist eigentlich die Aussicht eigentlich nett. Wir werden uns das noch anschauen, damit reden. Zumindest ist der Gletscher noch da. Ich frage mich nur, welche Geschichten er zu erzählen hätte. Wenn er einen Mund hätte. Erinnerst du dich an die Eishöhle? Die des alten Bären? Genau die. Die wäre perfekt als Geheimbasis geeignet, wenn wir sie je wiederfinden würden. Weißt du, ich habe sie vor ein paar Jahren tatsächlich gesucht. Wirklich? Nee, oder? Und? Wir haben sie gefunden, aber der Eingang war verschüttet. Ah, schade. Ach, mies. Kann man ja freiräumen. Das geht doch. Tja, wir gehen jetzt wohl besser. Und ich dachte schon, du reißt dich nie los. Ja, sorry. Und die Bei Aussicht. solchen Aussichten, da verliere ich mich so leicht. Geh vor. Ich komme nach. Die Ich muss Aussicht. noch eine Nachricht beantworten. Ah, meine Schwester, der soziale Schmetterling. Also die Aussicht ist ja wirklich echt, ja, cool. Wir haben anscheinend einen Eindringling. Was zum Teufel? Du hast noch 5 Sekunden, bevor ich meinen Besitz verteidige. Dein Besitz? 5, 4. Ich bin Tyler. Ich kenne keinen Tyler. 3, 2. Sam? Ellie? Was machst du hier draußen, Mädchen? Na, das ist unser Haus. Habe ich mit dir geredet? Sam, nimm die Waffe runter. Das ist Tyler. Mein Bruder. Ein Bruder? Oh, Scheiße. Ich habe davon gehört, aber ich dachte nie. Man merkt, eindeutig Siehst betrunken. ja wie ein richtiger Mann aus. Komisch, du auch, Sam. Du weißt, was ich meine. Ich wusste nur nicht, dass man als Frau so wie ein Mann aussehen kann. Das ist die schlauere Antwort.
Das sind ja biologisch eigentlich fast identisch, nur kleine Unterschiede, die wir machen. Weißt du, ich versuche ich selbst zu sein. Ich bin ganz einfach so. Naja, im Fernsehen habe ich ein paar weibliche Transvestiten gesehen, aber nie einen männlichen. Sam, so sagt man das nicht. Was denn? Transvestiten? Ja, es heißt Transgender. Transgendermann. Es tut mir leid. Schwer in Delos Crossing den Überblick zu behalten. Die Welt dreht sich ohne uns weiter. Ist doch ein Mensch, einfach. Punkt. Mensch ist Schon Mensch. okay. Wechseln wir einfach das Thema. Das klingt gut. Tyler. Danke, Sam. Ich hatte gar keinen Bock auf ihn. Ich denke so. Ah, da. Und was genau hast du hier zu suchen? Oh, naja. Ich habe für euch den Ort hier im Auge behalten, weißt du. Das Dach ausgebessert, die Rohre geprüft, sowas alles. Danke sehr, Sam. Oh, ja, klar. Kein großes Ding. Wisst ihr, eure Mutter, sie war was ganz Besonderes. Sie hätte mehr verdient als, naja, was sie bekommen hat. Mhm. Du hast doch immer Marianne bei Reparaturen und Umbauten geholfen. Oh ja. Mhm. Eure Mutter hatte ja keinen Mann im Haus. Deshalb habe ich geholfen, den Ort hier in Stand zu halten. Wie altmodisch von dir. Danke. Ich schätze, ihr beiden wollt immer noch verkaufen. Das ist der Plan. Und wir brauchen deine Schlüssel. Da du das Türschloss anscheinend gewechselt hast. Oh, ja, klar. Aber das Haus verkaufen? Seid ihr sicher? Gut oder nicht? Das ist alles, was bleibt. Nicht alles. Die Waffe, mit der sie uns töten wollte, ist bestimmt auch noch da. Tyler! Was? Tyler will damit sagen, dass ein Neustart uns beiden gut tut. Natürlich. Dieser Ort steckt sicher voller schlechter Erinnerungen. Aber vielleicht auch ein paar guten. Wie gut kanntest du sie? Nicht so gut, wie ich dachte. Als ich hörte, was in der Nacht passiert ist, da dachte ich, die Leute verarschen mich. Das traf dich unerwartet, oder? Nichts kann das übertreffen. Andere sagen, sie hätten es geahnt. Ich nicht. Tja. Hast du bei ihrer Tür geholfen? Ihre Tür? Das Rätsel an ihrer Schlafzimmertür. Ah, ja. Ihr zwei kamt immer reingeschlichen und gabt dir keine Ruhe. Tja. Habt ihr es gelöst? Ja, wohl besser spät als nie. Ich hab's nie gelöst. Nicht, dass ich's gewollt hätte. Also... Hat das Jetzt nicht kennt ihr alle gebraucht? Geheimnisse eurer Mutter, was? Sie hatte bestimmt noch ein paar andere. Ja, jetzt haben wir meine Frage gestellt. Und jetzt? Wir können. Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht? Wir haben doch schon mal alles gefragt. So besoffen ist da keine große Hilfe. Dann sage ich ihm, er soll gehen. So. Gut, wir müssen noch einkaufen und Aha. Onkel Eddie erwartet uns. Also, Okay, ja, natürlich. Na, dann los, ihr zwei. Aha. Okay. Sam,
Wir müssen alle los. Oh, natürlich. Ich habe ja auch viel zu tun. Viel zu tun für den guten alten Sam. Dir wollt Braun sicher nicht warten lassen. Danke, dass du nach dem Haus gesehen hast. Mhm. Ach, gerne. Ich... Meldet euch gern, wenn ihr was braucht. Egal Ja. was. Ja? Mhm. Ich finde immer noch Sam? die... Sam? Die Schlüssel? Oh, klar. Natürlich. Natürlich, die gehören euch. Dieses Haus hat eurer Mutter viel bedeutet. Es war fast so, als war es ein Teil von ihr. Und als ob ein Teil von ihr immer noch hier lebt. Ja, der ist echt... Na, hoffentlich ist das Haus kein mordlustiger Psycho, der uns im Schlaf töten will. Ha? Zu viele Horrorfilme. Ja, naja, passt auf euch auf. Ihr beide. So. Kann ich jetzt mal einen Satz sagen? Ich finde immer, die Bilder sehen... Hey, wir haben echt eine Menge zu tun. Okay, na los. Ich bin direkt hinter dir. Ich finde, die Bilder sehen immer noch viel zu gezeichnet aus. Viel zu gemalt. Also, ne? Als wären es keine Bilder. Ja, die wird ziemlich stark gesehen. Okay. Ich glaube, das geht noch besser hin. Und ich glaube, wir haben auch gleich das Kapitel... Ne, ich glaube noch nicht. Ich glaube, es müssen noch ein paar Folgen kommen, dann haben wir ja das Kapitel durch. Und dann muss ihr auch mal entscheiden, ob ihr mehr möchtet. Und ihr könnt auch gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Like würde mich sehr freuen, für auch mehr für den YouTube-Algorithmus, dass das Video besser empfiehlt den Leuten. Und auch sehr wichtig, die Glocke aktivieren. Echt, ja, eine gute Benachrichtigung, wenn ein Video kommt. Denn die Videos kommen meistens mittwochs oder freitags, aber nie zu geregelten Uhrzeiten. Sondern, naja, ja, an ich Lust habe. Und Samstag sind meistens live. Da könnt ihr auch gerne einschalten. Bereit für Veni Vidi Vici? Das ist eine Vini Vidi Vici. Reden wir mit Tessa. Aber denk dran, dass deine Erinnerung an sie schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Schon klar, doch das wäre nicht der Fall, wenn sie zu mir nach Fireweed gekommen wäre. Das ist sie aber nicht. Ich nehme an, das ist Michael. Aha. Ja, und wie es weitergeht, seht ihr auch in der nächsten Folge. Und ja, bis dann und ciao, Leute.